Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Und die erste Frage bitte. Moin Moin, herzlich willkommen zu einer Folge von Mythen Mittwoch. Und heute möchte ich mich der Frage widmen, ob die Europäische Union Filterkaffee tatsächlich verbieten will. Kaffeetrinkerinnen und Kaffeetrinker unter euch müssen jetzt ganz stark sein. Denn es gibt den Mythos, dass die Europäische Union Filterkaffee verbieten möchte. Aber stimmt das wirklich? Will die Europäische Union tatsächlich verbieten, dass ihr Filterkaffee aus meinem tollen Coffee-to-go-Becher trinken könnt? Ich hoffe jedenfalls nicht, denn ich bin ein großer Fan von Kaffee. Lasst uns den Mythos ein bisschen genauer anschauen. Ganz vorweg, keine Panik. Ihr dürft weiterhin Filterkaffee trinken und das finde ich ist auch gut so. Es ist totaler Quatsch, dass die Europäische Union Filterkaffee verbieten möchte. Aber woher kommt dieser Mythos, dass die Europäische Union den guten Filterkaffee, ich habe das Ding übrigens nicht richtig rüber hingestellt, dass die Europäische Union Filterkaffee verbieten wollte? Die Europäische Union hat sich das Ziel gesetzt, den Klimawandel zu bekämpfen und damit dazu beizutragen, dass die Pole nicht weiter abschmelzen und dann in der weiteren Folge dazu beizutragen, dass weniger Menschen vor gefährlichen Klimaauswirkungen flüchten müssen. Und ein wichtiger Punkt dabei ist, nicht nur saubere Energie zu haben, sondern auch Geräte zu haben, die energieeffizient sind und die nicht unnötig viel Energie verbrauchen. Und da hat man sich verschiedene Geräte angeschaut, die Energie verbrauchen und geguckt, könnte man nicht sinnvollerweise vorgeben, dass diese Geräte Strom einsparen. Und das Ziel ist es, bis zum Jahr 2020 2 Terawattstunden weniger Strom zu verbrauchen. Was kann man also bei Kaffeemaschinen besser machen? Bei Kaffeemaschinen ist ein großer stromfressender Faktor die Warmhaltefunktion. Und daher hat man sich überlegt, bei Filterkaffeemaschinen ohne Isolierkannen festzulegen, dass sich die Warmhaltefunktion nach 40 Minuten abschaltet. Das heißt also, nach 40 Minuten wird der Kaffee nicht mehr erwärmt. Ich finde das richtig gut, denn ich zum Beispiel trinke nicht gerne Kaffee, der fast eine Stunde lang warm gehalten wurde, sondern dann koche ich mir lieber eine kleine Portion und koche mir danach wieder frischen Kaffee, damit ich richtig leckeren Kaffee trinken kann und nicht so eine warm gehaltene Plörre. Also halten wir fest, die Europäische Union wollte nie Filterkaffee verbieten. Ich wiederhole, wollte nie Filterkaffee verbieten, sondern wollte wollte dazu beitragen, dass Kaffeemaschinen energieeffizienter sind und ganz kleines bisschen wollte sie dazu beitragen, dass ihr immer frischen Kaffee trinken könnt. In diesem Sinne, macht euch einen schönen Kaffee. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Seien wir mal ehrlich, wer würde noch gerne Kaffee trinken, der fast eine Stunde lang in einer sorry.